Freunde des E-Commerce, heute geht es um ein sehr interessantes Thema für die Amazon-Händler. Es geht um Repricing, besser gesagt Repricing mit SellerLogic. Eines der besten Repricer auf dem Markt zurzeit und deswegen habt ihr da was programmiert. Auf jeden Fall. Bisher war es so, dass wenn du SellerLogic anbinden möchtest, was vor allem einer der Top Repricer für Amazon ist, dass du das Ganze manuell machen musstest. Du musstest es entweder manuell mit Daten befüllen zu deinen Artikeln oder aber du musstest manuell eine Anbindung schaffen aus deiner JTL-Wavi heraus an SellerLogic, was halt sehr aufwendig ist und einige Mannstunden auch gekostet hat. Und das Ganze haben wir jetzt abgenommen. Wir haben es direkt in Unicorn integriert. Das heißt, du stellst auf SellerLogic im Backend nur noch ein, welche Preisstrategie du verfolgen möchtest und wir liefern SellerLogic die passenden Daten aus deiner Wavi. Das heißt, ich kann das Ganze über die JTL-Wavi direkt steuern und muss da auch nicht auf das Backend von SellerLogic und hier und da, sondern kann das komplett steuern über die JTL, dadurch, dass ihr da eine Schnittstelle zu habt. Genau. Du kannst in jedem Artikel kannst du definieren, welche Preisstrategie du jetzt verfolgen möchtest und was deine individuellen Felder für diese Strategie sind oder aber schon fertige Felder nehmen, wie der Einkaufspreis oder eben der normale Verkaufspreis oder andere. Vielleicht holen wir den Händler mal ab. Wie war es vorher und wie ist es jetzt? Vorher war es so, dass er diese ganzen Informationen, und zwar je Artikel einzeln pflegen musste, entweder im Backend von SellerLogic, dass er da gesagt hat, wenn er eine etwas definiertere Strategie verfolgen wollte, dass er da halt diese ganzen Informationen von Hand hinterlegen musste. Oder er hat eine sehr allgemeine Strategie verfolgt. Meiner Meinung nach sind die definierteren aber erfolgsträchtiger. Oder aber er hat seine JTL-Ameise bemüht, musste aber da wiederum erstmal das passende Exportformat, was auf seine Bedürfnisse zugeschnitten war, von einem Servicepartner erstellen lassen. Und das hat einige Stunden Arbeit gekostet. Natürlich, das ist mega aufwendig. Wir haben selber Händler begleitet und das Ganze umgebaut und ich kann ganz klar sagen, mir ist es lieber, auch als Servicepartner, wenn wir da eine fertige Lösung haben, weil ich weiß, die fertige Lösung funktioniert sofort und der Händler ist happy und verkauft dann dadurch vielleicht besser, ja, weil mit einer vernünftigen Preisstrategie bei Amazon erhält man auch, sind die Chancen, dass ihr die Buybox erhält, natürlich ein bisschen höher. Und deswegen habt ihr das Ganze auch gemacht. Genau, ich denke, genau darum geht es. Du bist Händler, du willst verkaufen und du willst dich nicht lange irgendwie mit IT-Anbindungen und Problemen rumschlagen und da irgendwelche Individualisten mit beschäftigen, sondern du drückst quasi 2, 3 Knöpfe und dann verkaufst du. Also man kann sagen, ihr habt die Standardlösung für Repricing mit SellerLogic, für die JTL. So sieht's aus. Super. Testet das mal aus, ist ja relativ neu, ihr habt es jetzt vor einer Woche rausgebracht. Testet das mal aus und gebt uns mal Feedback, wie das Ganze läuft bei euch. Schreibt es in den Kommentaren rein, das würde mich super interessieren. Natürlich Marc auch, weil es ein neues Tool, was rausgehauen worden ist. Und ich würde sagen, ich wünsche euch super Verkäufe. Danke Marc, bis dahin.